Ich habe es euch ja versprochen in meinem letzten Video, ich mache einen Vergleich zwischen dem Google Pixel Tablet und dem Amazon Fire Max 11 Tablet. Zusammen sind es zwei Tabletten und gleichzeitig gibt es natürlich dann die große Frage, wie unterscheiden sich 679 € zu 269 €? Kann vielleicht das Amazon Fire Tablet genauso viel wie das Google Pixel Tablet? Wir finden es raus in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Bei dem Vergleich der Tablets kümmern wir uns natürlich mal um folgende Themen. Was mache ich mit einem Tablet? Ich schaue Filme, ich schaue YouTube, ich lese Zeitungen bzw. Bücher, ich streame Podcasts oder Musik, schaue mich in sozialen Medien um, schreibe mal ein paar E-Mails, zeichne am Tablet, gucke ein paar Fotos bzw. mache auch mal ein paar Fotos oder habe einen Videocall bzw. mache Videos. Und genau diese Themen gibt es jetzt in diesem Video. Keine langweiligen Benchmarks oder irgendwelche technischen Spielereien, die man sowieso im Alltag nicht merkt. Wir kümmern uns um die Themen, die man wirklich mit einem Tablet tagtäglich tut. Vom Amazon Fire Max 11 gibt es schon ein Video auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne mal angucken. Vom Google Pixel gibt es 100.000 Videos mittlerweile bei YouTube. Da gibt es richtig gute Jungs und Mädels, die euch was darüber erzählen können. Und gleichzeitig muss ich natürlich nicht das Gleiche erzählen. Da ist so ein Test schon ideal und schreibt mir mal direkt jetzt in die Videokommentare rein, welches euer Favorit ist. Ist es das Google Pixel oder ist es das Amazon Fire 11? Einfach mal rein in die Kommentare, was ihr sozusagen hier an diesen Tablets mögt. Und wir kümmern uns natürlich jetzt erstmal um die technischen Daten von beiden. Fangen wir mal bei der Displayauflösung an. Da kommt Google mit einer höheren Displayauflösung. Die liegt bei 2560 x 1600. Amazon hat dann nur 2000 x 1200. Beide kommen hier im 11 Zoll Format, wobei das Google Pixel Tablet, man sieht schon, etwas größer wirkt, aber lasst euch nicht täuschen, das Display ist wirklich fast genauso. Google hat 10,95 und Amazon hat 11 Zoll als Display-Diagonale. Schauen wir uns mal dann das Format an. 16:10, 16:9. Gleichzeitig natürlich vom Speicher beginnt Google bei 128 GB und endet bei 256 GB. Amazon beginnt bei 64 GB und endet bei 128 GB. Hat aber folgenden Vorteil, das Amazon Tablet. Hier ist der Speicher noch erweiterbar bis zu 1 TB per Micro SD-Card. Beide kommen mit Wi-Fi 6. Google bietet dir dann beim Bluetooth 5.2. Amazon hat schon Bluetooth 5.3. USB-C als Ladeanschluss haben sie natürlich beide und beim Google Pixel Tablet gibt es dann noch das Dock, da kommen wir dann später nochmal dazu. Aber Google wirkt jetzt schon mal vom Menü, man sieht es hier so direkt, etwas aufgeräumter als hier Amazon mit dem Fire Tab 11. Irgendwie ist das so ein bisschen von der Startseite her etwas aufgeräumter und so ein bisschen seriöser gestaltet als die ganzen Apps hier bei Amazon. Dann drückst du hier noch rauf, dann hast du wieder Filme und so weiter und so fort. Kennen wir ja schon sozusagen von den anderen Geräten hier bei Amazon. Aber so ein bisschen aufgeräumter wirkt das Google Pixel Tablet dann doch schon. Das Google Pixel Tablet ist natürlich auch etwas schneller vom Arbeitsspeicher. Hier gibt man dir 8 GB, beim Amazon Fire Tab 11 sind es leider nur 4 GB. Der Prozessor liegt beim Google bei 2,4 GHz Taktfrequenz, bei Amazon sind es 2,2 GHz. Google hat 3 Mikrofone verbaut, Amazon hat 2 Mikrofone verbaut. 4 Lautsprecher sind es beim Google Pixel Tablet und 2 Lautsprecher hast du beim Amazon Fire Tab 11. Fingerabdrucksensor haben sie beide, Lautstärkeregler haben sie auch beide und die Smart Home Funktion der jeweiligen Hersteller, also hier hast du komplett Google dabei, hier hast du komplett Amazon mit Alexa dabei, die sind natürlich auch komplett mit drin bei den Geräten. Im Zubehör kriegst du hier das Google Dock mit dazu zum Preis von 679 €. Hier beim Amazon Tablet kannst du nochmal externe Tastatur bestellen bzw. einen Pen, hast dann sozusagen nochmal 120 € mehr auf der Uhr für beides Zubehör, aber wie gesagt, vom Prinzip her 679 € mit Dock oder 269 € komplett nackig. Das sind schon richtig große Preisunterschiede hier bei den Tablets. Schauen wir uns mal das Handling an. Das Google Pixel Tablet ist natürlich sehr breit. Das heißt, du kannst das in der Hand jetzt relativ kompliziert bewegen. Also meine Hände sind natürlich riesengroß. Das heißt, bei mir geht's auf alle Fälle. Aber das Amazon
Tablet lässt sich besser in der Einhandfunktion hier direkt halten. Also wenn du jetzt ein Buch lesen solltest oder hochkant arbeiten solltest, kannst du das natürlich besser in der Hand halten als das Google Pixel Tablet. Das ist dann schon deutlich breiter und da hast du natürlich richtig zu tun, hier mit den Fingern und dem Daumen, um das sozusagen direkt in die Hand zu bekommen. Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass das Amazon Pixel wirklich mehr Arbeitsspeicher hat. Genau das Doppelte. 8 GB sind hier drin. Beide scrollen vernünftig nach links und rechts und haben auch kaum Ruckler in den Anwendungen drin. Selbst wenn du jetzt mal im Internet vor dich hin scrollst und hier dann direkt auch mal schaust bei Amazon. Man muss natürlich gleich sagen, dass du hier auch kein Google Chrome oder irgendwas anderes bekommst. Amazon läuft mit Fire OS 8 und Google natürlich mit Android. Und das sind zwei unterschiedliche Betriebssysteme und du hast bei Amazon dann auch weniger Apps zur Verfügung als bei Google und du kannst natürlich mit dem Google App Store mehr rausholen aus dem Tablet als hier direkt bei Amazon, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal hier zu den Geschwindigkeiten, also wenn du jetzt in der Internetseite scrollst von Käsekuchen, dann hast du hier wirklich keine Probleme. Also ich erkenne hier keine Unterschiede, dass hier irgendwas langsamer oder schneller läuft oder vielleicht vor sich hin ruckelt. Das ist alles vernünftig. Beide haben auch die Spracheingabe für die verschiedenen Anwendungen. Wenn du jetzt bei Google raufdrückst, sagst Käsekuchen, dann gibt es natürlich Wikipedia. Der Käsekuchen oder Quarkkuchen ist eine feine Backware, die zu Hauptteilen aus Quark oder einem anderen ungesalzenen Frischkäse, Eiern, Milch und Zucker gebacken wird. Gut, jetzt ist Google fertig. Ich hoffe, Amazon macht nicht so Mist. Käsekuchen. Man sieht, super. Beide haben auch die Spracheingabe komplett hier verstanden, obwohl der hier weniger Mikrofone verbaut hat als der, ist aber nicht allzu schlimm. Von den Menüstrukturen muss ich ehrlich sagen, gefällt mir das Google Pixel Tablet deutlich besser. Hier ist alles ein bisschen aufgeräumter und du kommst dann zu vielen Dingen, wenn du viele Dinge haben möchtest, wie zum Beispiel hier im Google Play Store. Und bei Amazon ist das ein bisschen anders geregelt. Da bist du dann hier erstmal auf der Startseite verhaftet, hast dann noch das Thema für dich und da kommen dann verschiedene Geschichten, wie zum Beispiel hier der hauseigene App Store, in dem man Spiele runterladen kann und natürlich auch viele Apps fürs Fernsehen und für andere Geschichten. Bei Google ist das Imperium bzw. Universum noch etwas größer geregelt. Also du hast hier wirklich bei Google alles zur Verfügung, währenddessen bei Amazon mehr auf Medienanwendungen zur Verfügung steht. Du kriegst hier auch nicht alle Social Media Apps direkt raufgeladen, währenddessen du natürlich Social Media auf Google komplett installieren kannst. Da hast du alles von Facebook über Instagram bis zu Twitter und anderen Geschichten. Hier musst du so ein bisschen auswählen. Es gibt zwar TikTok und ich glaube Instagram geht hier auch noch irgendwie, bloß bei Facebook wird es dann schon wieder kompliziert. Also wenn du natürlich alles willst, dann hat Google auch alles für dich und bei 80% der Anwendungen, die du sozusagen nutzt, kriegst du dann hier bei Amazon ebenfalls alles, was du brauchst. Die Akkulaufzeit ist hier bei beiden Tablets relativ gleich. Google gibt 12 Stunden an und Amazon sagt 14 Stunden, laufen teilweise Videos. Ich denke mal, das wird alles sich wirklich nicht viel geben. Die Akkulaufzeiten, die werden bei beiden Tablets gleich sein. Wenn wir uns die wenigen Bedieneinheiten nochmal anschauen, die bei Google hier vorhanden sind, dann hast du hier oben den Fingerabdrucksensor, den Laut- und Leise-Regler und gleichzeitig hier vorne die Frontkamera. Bei Amazon ist das nicht oben gelöst, sondern seitlich und das finde ich persönlich ein bisschen negativer. Also oben ist schon dann etwas besser mit dem Fingerabdrucksensor sowie dem Laut- und Leiseregler. Gleichzeitig sind natürlich beide hier vom Ladeport mit USB-C mit dabei und das ist natürlich auch an den verschiedenen Stellen hier bei den Tablets vorhanden. Da gibt es gar keine Probleme. Nur ich finde persönlich hier oben den Button für die Bedienung etwas besser als dann seitlich hier beim Amazon Tablet. Das ist irgendwie immer ein bisschen kompliziert und beim Amazon Tablet ist es natürlich gleichzeitig auch noch ein bisschen komplizierter, weil die Farbe natürlich auch noch komplett im Schwarz bzw. in diesem Anthrazit gehalten ist und auf den ersten Blick siehst du die Bedienung gar nicht. Bei Google ist es ein bisschen besser gelöst. Hier hast du mal ein Silber und dann siehst du hier immer noch diesen eingeriffelten Knopf und auf den ersten Blick bzw. wenn du das mal schnell bedienen möchtest, ist das Google Pixel Tablet für diese Funktion natürlich ein bisschen besser.
Eins muss ich noch sagen zum Handling: Wenn man sich die Rückseite vom Google Pixel Tablet betrachtet, dann ist das natürlich komplett aus Aluminium gefertigt und gleichzeitig ist die Rückseite sehr stumpf und hat eigentlich so ein bisschen diesen Porzellancharakter irgendwie beim Anfassen. Es fässt sich besser an als das Amazon Tablet und in Sachen Fingerabdrücken hast du natürlich, sofern du keine schmutzigen Finger hast, hier gar keine Probleme. Wenn wir uns mal die Rückseite beim Amazon Tablet anschauen, dann sehen wir schon die einen oder anderen Fingerabdrücke und das kannst du hier natürlich nicht vermeiden. Das ist zwar auch robust gebaut und vernünftig und so weiter und so fort, aber für Schönheit, Optik und Handling ist die Rückseite hier beim Google Pixel Tablet dann doch schon besser konstruiert. Man sieht natürlich auch, dass sich Amazon mehr auf Medien konzentriert. Also hier ist das Hauptmerk Spiele, Filme, Zeitschriften und Bücher lesen. Und bei Google kannst du natürlich noch ein bisschen mehr machen, wenn du dir die dazugehörigen Apps hier direkt runterziehst aus dem Play Store. Und dann geht natürlich auch noch Textanwendungen, da geht auch noch mal ein bisschen mehr, außer nur Fernsehen. Man sieht schon mit PDF und anderen Geschichten, das kannst du hier beim Amazon Fire Max 11 nicht so gut tun, aber ich sag mal, was machen wir mit den Tablets? Wir schauen doch eigentlich viel Filme, wir schauen YouTube und wir schauen andere Geschichten und genau das werden wir jetzt mal tun. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Lautstärke und Displayqualität und wir hören uns als erstes mal das Google Pixel Tablet an und das ist komplett laut aufgedreht, also lauter geht's nicht mehr und wir hören uns mal an, was das Google Pixel zu bieten hat. Eigentlich bräuchte man so eine Powerbank, denn ich bin momentan sehr viel unterwegs mit Kameratechnik, Akkus, Drohne und so weiter und so fort und irgendwann braucht man, wenn man auch mal tagelang weg ist, vielleicht so ein kleines Gerät, was die Akkus komplett auflädt, wo man nicht immer im Hotel an die Steckdosen ran muss, wo man einfach dann vor Ort das Gerät auf. Okay, und jetzt beim Amazon. Denn ich bin momentan sehr viel unterwegs mit Kameratechnik, Akkus, Drohne und so weiter und so fort. Und irgendwann braucht man, wenn man auch mal tagelang weg ist, vielleicht so ein kleines Gerät, was die Akkus komplett auflädt, wo man nicht immer im Hotel an die Steckdosen ran muss, wo man einfach dann vor Ort das Gerät aufstellt. Und ihr hört schon, das Google Pixel Tablet hat natürlich mehr Power und auch einen besseren Klang als das Amazon Fire Max. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich jetzt die Tablets nur direkt als Tablets verglichen habe. Man kann natürlich beim Google Pixel Tablet hier das Ganze noch auf das Dock auflegen und auch hier anbringen. Dann hat das natürlich noch einen viel schöneren Wert und sieht natürlich auch hochwertiger aus. Und der Ton wird natürlich noch besser durch das Dock. Hier sind auch noch Lautsprecher verbaut. Das heißt, wenn du hier das Tablet auf das Dock steckst, dann ist es natürlich möglich, einen besseren Ton noch zu bekommen. Das kannst du aber beim Amazon Tablet auch erreichen, indem du einfach eine Bluetooth-Box hier direkt über Bluetooth anschließt und schon hast du den Ton ebenfalls über einer Bluetooth-Box. Da brauchst du sozusagen jetzt kein Dock direkt, aber wir wollen ja die Tablets komplett im Lieferumfang vergleichen und da gehört nun mal das Dock zu dem horrenden Preis von 679 € mit dazu und da hast du hier die Magnetfläche und hier hinten die verbauten Lautsprecher. Hier hast du ein Netzteil und gleichzeitig, wenn du das Tablet hier oben aufsteckst auf dieses Dock, lädt sich gleichzeitig das Tablet noch, dann brauchst du den Netzstecker bzw. den USB-C-Stecker hier selten anstecken. Beim Amazon Tablet ist die Ladegeschichte ein bisschen komplizierter, weil du hast wirklich 4 Stunden, in denen das Tablet auflädt. Mit dem mitgelieferten 9 Watt Netzteil ist das eine Frechheit. Man müsste da echt wenigstens 30 Watt, 40 oder 60 anschließen können, dass du das mal eine halbe Stunde auflädst und wenigstens zu 50% wieder nutzen kannst. Das ist hier wiederum beim Google Tablet möglich. Du hast die Möglichkeit, das auf das Dock zu stecken und innerhalb von einer halben Stunde kannst du das schon mal wieder für 50 oder 40% verwenden, was natürlich hier deutlich besser ist. Von der Verarbeitung und von der Qualität wirkt das Amazon Tablet relativ robust und vielleicht auch ein bisschen robuster als das Google Pixel Tablet, obwohl beide Aluminium verbaut haben und sehr robust sind. Aber wenn ich das so jetzt mal beim Anfassen und beim Nehmen dann hier direkt anfasse und drehe und wende, ist das irgendwie, hat das so ein bisschen mehr den robusteren Touch. Und ich denke auch, das kann auch öfter mal runterfallen als das Google Pixel Tablet. Aber das ist wie gesagt nur mein Eindruck, dass das Amazon Tablet ein bisschen robuster gebaut ist als das Google Pixel Tablet.
Tablet. Kommen wir mal zum Thema Kamera und da sind natürlich in beiden Tablets von der Megapixelanzahl die gleichen Kameras verbaut, also nicht vom Typ her, sondern nur von den Megapixeln. Beide haben 8 Megapixel Frontkamera und beide haben auch rückseitig eine 8 Megapixel Kamera verbaut. Und wenn wir uns die Kameras hier direkt mal anschauen in den verschiedenen Tablets, dann sehen wir natürlich, dass hier die Unterschiede nicht allzu groß sind. Also beide haben 1080p als Maximum, also mit 4K kriegen wir hier nichts hin, aber 1080p bzw. HD-Format reicht natürlich aus, um Videocalls zu machen. Es reicht natürlich aus, um ein Video mal aufzunehmen und es reicht natürlich auch direkt aus, um hier mal ein Foto zu machen. Google kommt hier mit einem etwas umfangreicheren Menü als Amazon. Bei Google kannst du hier die verschiedenen Fotoarten noch direkt einstellen und hast natürlich auch dann noch mal einen Zoom. Ja, und bei Amazon gibt es das nicht. Da kannst du nur von Video auf Foto umschalten und hast aber bei Foto keinen direkten Zoom in der Kamera drin. Das hat Amazon leider nicht und Google dann hier ein bisschen mehr als Luxus. Mit dem Zoom in den Videoanwendungen ist der Zoom ebenfalls vorhanden und bei Amazon gibt es natürlich nur die ganz normale Videokamera, die aber auch nicht schlecht ist. Also beide Kameras machen dir auch im Dunkeln, es ist wirklich jetzt in meinem Studio relativ dunkel, im Dunkeln noch ein vernünftiges Bild und sie arbeiten relativ vernünftig, aber es ist natürlich kein High-End-Produkt, was hier sozusagen die Kameras betrifft. Du kannst mal ein Foto schießen, du kannst auch mal schnell einen Videoclip aufnehmen, den du irgendwie rüberschicken möchtest per E-Mail oder per WhatsApp oder anderen Geschichten. Das ist alles möglich, die Qualität ist nicht schlecht. Bei Google und beim Google Pixel sind natürlich viel mehr Funktionen in Bezug auf die Kameras verbaut. Hier hast du bei der rückseitigen Kamera noch eine Autofokus-Funktion, aber das war's dann im Video. Und von der Qualität her nehmen sich beide nicht viel. Sie sind beide mittelmäßig, nicht top, nicht super und auch kein 4K. Aber es ist schön, dass hier Kameras verbaut sind und dass man so ein bisschen per Videocall hier arbeiten kann und nicht unmöglich oder schlecht in diesen Aufnahmen aussieht. Was ich persönlich beim Google natürlich noch besser finde, ist hier einfach die Tastatur. Wenn man sich hier mal die Tastatur anschaut und beim Amazon Tablet die Tastatur anschaut, dann sieht man wirklich schon die Unterschiede. Das ist hier etwas besser gelöst. Du hast hier wirklich eine Größe, auf der du tippen kannst, währenddessen du hier so ein bisschen mit den Fingern, naja, nicht so klar kommst. Ich sag mal, wirklich Google hat das hier wirklich besser gelöst mit dieser Tastatur als Amazon. Last but not least kommen wir zum Fazit dieser beiden Tablets und da haben wir natürlich als erstes den riesengroßen Preisunterschied von fast 400 € mehr für das Google Pixel Tablet im Gegensatz zum Amazon Tab 11. Und wenn Geld egal ist, kann man von der Schönheit, von der Entwicklung, von der Form natürlich direkt das Google Pixel Tablet nehmen. Das ist sehr gut in der Lautstärkewiedergabe. Meiner Meinung nach hat es auch ein aufgeräumteres Menü. Es ist einfach irgendwie besser zu bedienen als das Amazon Tab. Aber der Preisunterschied ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, weil den Rest, den kannst du wirklich gut erledigen. Du kannst hier E-Mails schreiben, du kannst hier E-Mails schreiben, du kannst hier Filme schauen, du kannst hier Filme schauen, du kannst hier Spiele machen, du kannst hier Podcasts hören etc., YouTube schauen. Alles funktioniert hier wirklich gleich und du hast wirklich keine Abstriche. Auch vom Akku her, klar, der 14 Stunden, der 12 Stunden, ob sie dann realistisch die 14 oder 12 Stunden erreichen, das steht noch im Raum, aber beide werden von der Akkuleistung sich hier nicht viel nehmen. Von den Anwendungen her bist du bei Google ein bisschen besser auf der Seite, natürlich, weil du alle Apps zur Verfügung hast. Bei Amazon hast du natürlich das Problem, dass du nicht alle Apps bekommst, also dass du hier so ein bisschen Abstriche machen musst, weil dieses Fire OS 8 natürlich ein selbstständiges System ist und nicht so direkt in Google integriert. Aber ich sag mal, Filme schauen, Bücher lesen und so weiter und so fort, das, was man mit dem Tablet eigentlich macht, geht auf beiden richtig gut und der Preisunterschied von 400 €, der ist es mir nicht wert, hierfür ein Google Pixel Tablet zu kaufen. Ich würde dann lieber zum Amazon Fire Tab 11 greifen und sagen, kaufe ich mir lieber zwei, mein Gott, dann kriegen die Kinder auch noch eins und für das gleiche Geld habe ich dann zwei Tablets. Aber wer natürlich im Google-Universum drin steckt und das Ganze natürlich auch auf schön machen möchte, hier mit dieser Dogging Station ist das natürlich eine interessante Geschichte, auch gerade für zu Hause. Das ist ein Google Nest zum Hinstellen, da kann man alle Geräte drüber bedienen, man kann gleichzeitig noch die Fotos hier laufen lassen und andere Dinge machen.
beziehungsweise hier in der Küche oder im Wohnzimmer, der ist natürlich bei Google besser bedient. Aber wer jetzt sagt, ich brauche ein Tablet, was mir was bringt, womit ich Filme schauen kann, womit ich Podcast hören kann, womit ich E-Mails schreiben kann, was einigermaßen von der Akkukapazität funktioniert, der kann natürlich dann direkt zum Amazon Fire Tab 11 greifen, weil der Preisunterschied hier eigentlich wirklich riesig ist. Und ich verstehe es auch nicht, warum Google so teuer daherkommt mit 679 Euro. Das sind Apple-Preise. Und Apple hat aber trotzdem das bessere Tablet. Also du kannst beide Tablets hier sozusagen komplett auseinanderschieben und ein Apple-Tablet hier hinlegen. Apple wird hier besser abschneiden als beide Tablets zusammen. Und da ist der Preis für mich nicht so gerechtfertigt mit 679 Euro. Also da müsste sich Google noch mal ein bisschen was überlegen. Und ich denke, da kommen auch Preisreduzierungen definitiv bei diesem Preis. Den werden die nicht lange halten können. Da gibt es ja jetzt schon ganz viele Meckerer, die wirklich sagen, das Ding ist einfach zu teuer. Ihr kennt jetzt meine Meinung, aber ich möchte jetzt noch mal eure Meinung wissen. Und zwar, was haltet ihr davon? Würdet ihr eher das Google Pixel Tablet kaufen oder das Amazon Fire Max? Das ist natürlich auch eine gute Diskussionsgrundlage, weil ja auch andere Ansichten als meine im Raum rumschwirren. Würde mich interessieren, schreibt es mir direkt mal hier in meine Kommentare, zu welcher Tablet-Art und auch Funktion ihr direkt steht. Ich freue mich über eure Kommentare, sage vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.